und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna und Anna und eine liebe Zuschauerin hat uns darum gebeten, mal ein Video zu machen zu K-Pop-Fakten. Und ja, das werden wir heute auch tun, darum wird es heute gehen. Allerdings wird es mehr um die strengen Regeln, die es in K-Pop gibt, beziehungsweise die Idols befolgen müssen, gehen. Es gibt Sachen, über die ich gar keine Ahnung hatte. Ich habe jetzt gelesen, dass es ist nicht erlaubt, so Tattoos zu tragen, die man sehen könnte. Also das war für mich irgendwie eine Überraschung. Wir sind Etwas doch nicht, Neues, ja. Ja, wir sind nicht in Japan. Ich meine, Korea ist viel lockerer drauf, ne? Ja. Deswegen war ich schon, wow, keine Tattoos. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, ich habe schon Sänger gesehen. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so Idols waren oder ob das mehr so Rapper waren. Ja, wenn das Rapper sind, dann ändert sich alles, denke ich. Dann. Sind da andere Regeln? Es ist eine andere Image. Ja, stimmt. Ja. Und ja, das hat mich auch sehr überrascht tatsächlich. Aber falls ihr es besser wisst als wir, schreibt uns das gerne in die Kommentare, falls es falsch ist, diese Information. Ja, wir haben das auch nur aus dem Internet. Wenn wir da schon überrascht waren, kann sein, dass das wirklich falsch wäre. Genau. Die nächste Sache, die wir gefunden haben, die wir auch schon wussten, ist, dass Idols tatsächlich vertraglich verboten wird, einen Partner zu haben, also generell auf Dates zu gehen, sich irgendwie zu treffen und auch, was mich überrascht hat, sie dürfen sich nicht mit Freunden des anderen Geschlechts treffen. Also zum Beispiel Idol-Mann darf sich nicht mit einer Freundin treffen, die eine Frau ist einfach. Okay, kannst du dich vorstellen, wenn alles verboten ist und du sagst, okay, ich treffe meinen Freund, es ist sehr wahrscheinlich, dass du am Ende mit dieser Freundin zusammen wirst. Keine Ahnung, wenn das jetzt so eine Kindheitsfreundin ist, weiß man ja nicht, ne? Ich habe zu viele Filme angeschaut. Wie einsam muss das sein, wenn man noch ein Trainee ist und da ist ja alles komplett verboten, ne? Ja. Also schon ein hartes Leben als Trainee. Sehr. Also irgendwie, nachdem wir all diese Fakten da gelesen haben, dachte ich, ich würde nie im Leben ein K-Pop-Star sein möchten. Also ich würde das sowieso nicht können, weil ich weder singen noch tanzen kann. Also generell auch dieser ganze Druck, der da herrscht, ist halt einfach krass, was so das Aussehen betrifft. Ne? Also dein Körper und dein Aussehen ist ja letztlich das, womit du dich vermarktest, ne? Oder womit das Plattenlabel dich vermarktet. Also den Druck, den die dort haben, das muss ja echt richtig heftig sein. Ja, ich habe tatsächlich auch schon gehört, dass einigen Trainees gesagt wurde, wenn die dann genommen werden, letztlich für die Band und Idols werden, dass die nur genommen werden, wenn die so Schönheits-OPs machen, dass entweder die müssen, keine Ahnung, die Nase operieren oder dieses Double Eyelid machen oder halt irgendetwas anderes. Und halt auch richtig krass, dass die so sehr auf das Gewicht achten. Die machen so heftige Diäten, die ganzen Idols. Aber kannst du dir vorstellen, du hast ja Idols, die idealisiert werden. Jetzt wiegt sie 50 Kilogramm und dann in einem halben Jahr so 70 Kilogramm. Irgendwie für Korea denkst du sofort, das ist kein Idol mehr. Aber das geht ja eher darum auch, dass die Leute Normalgewicht haben und denen wird dann gesagt, ihr seid zu dick und die müssen dann abnehmen. Wenn dann, weiß ich nicht, wenn du 1,60 bist und du wiegst 50 Kilo, ist das schon dick in Korea. Also für Idols meine ich jetzt, nicht für normale Leute. Ja, und die machen da teilweise Diäten, wo die nur einmal am Tag essen oder wo die nicht mehr als 1000 Kalorien am Tag zu sich nehmen dürfen. Da gibt es doch so eine bestimmte Diät, die so bekannt geworden ist. Ein Apfel zum Frühstück, dann eine Süßkartoffel und sonst nur Wasser trinken oder irgendwie sowas. Ja, es ist super streng. Und das machen die ja nicht nur ein paar Tage. Kannst du dir vorstellen, du magst dich selbst und dann kommst du dahin und die sagen, wenn du deine Nase änderst, wenn du deine Augen änderst und du denkst, mein Gott, ich liebe mich so sehr, wie ich bin und wenn ich mich verändere, dann bin ich es nicht mehr. Ja, aber ich denke, die meisten lassen sich tatsächlich darauf ein, weil die ja in dieser Trainee-Zeit schon so viel investiert haben und so viel Kraft und Energie und halt auch Geld, weil ich dachte früher, dass Trainees Geld verdienen. Die verdienen gar nichts. Und dieses ganze Trainee-Programm kann ja bis zu 6 oder 7 Jahre oder so gehen. Und in der Zeit, die verdienen nichts. Also man hat schon von Idols gehört, die während ihrer Trainee-Zeit fast nichts zu essen hatten. Die konnten sich das nicht leisten. Die leben ja dann alle zusammen in diesen Unterkünften. Und ja, die sind da nur zum Schlafen. Den Rest trainieren die, sehen niemanden, haben zu niemandem Kontakt, weil die einfach keine Zeit haben, ne? Und dann auch noch kein Geld. Das heißt, eigentlich können ja nur Idols
können ja nur Leute Idols werden, die aus einem reichen Familienhaushalt kommen. Ja. Weil wie willst du eigentlich das schon. anders finanzieren? Krass, ne? Also arme Leute manchmal, denkt man, ne? Ja. Ja, und ich habe auch gelesen, dass die Idols, die Manager überprüfen die Handys von den Idols. Und das finde ich unglaublich, weil eigentlich am Ende hast du gar keine freie Privatsphäre? Privatsphäre oder freie Gedanken, private Gedanken. Du wirst von überall überwacht und nee. Vor allen Dingen in dieser Zeit, wo man noch Trainee ist, da ist ja ein sehr, sehr großer Konkurrenzkampf zwischen den Einzelnen. Ich glaube, dass da auch viel so Intrigen sind innerhalb, dass die verpetzt werden. Sowas wie, ja, ich weiß, dass der sich da trifft. Er hat das getan. Aber auf jeden Fall Handysache, das ist ein No-Go für mich, weil das ist wirklich für mich die letzte Sache, die dir übrig ist, um irgendwelche Geheimnisse zu haben. Da hast du einfach gar nichts. Ja, und das ist total heftig. Also diese ganze Kontrolle, also man fühlt sich irgendwann nicht mehr so als Mensch. Man wird so Als Puppe kontrolliert mehr. von allen Seiten. Die wird gesagt, was du anziehen musst. Die wird gesagt, wie du dich verhalten sollst, wen du treffen darfst, wen du nicht treffen darfst, mit wem du schreiben darfst, was du essen darfst. So, das ist total heftig. Und Essen ist ja in Korea sowieso, da ist ja eine ganz andere Esskultur. Das hat da viel mehr Bedeutung als hier in Deutschland. Man wird halt auch total oft zu so Essen eingeladen. Und du bist halt einfach kein Teil der Gesellschaft, wenn du jedes Mal absagen musst und Ja, sagst, bist du ich nicht bin mehr. auf Diät. Ich hoffe irgendwie trotzdem die Hoffnung bleibt, dass unsere BTS nicht so unglaublich sehr begrenzt werden, Ja. weil es ist schon nicht einfach, jeden Tag so viel arbeiten, wie die arbeiten. Und dann, wenn dazu kommt, dass du gar keine Privatsphäre hast, ist es schon Ja, traurig. das ist schon heftig. Auch generell so bei den anderen Bands wie Blackpink und so, die sind ja auch immer wieder in den Schlagzeilen, dass die halt bei so einer schlechten Firma unter Vertrag sind, die halt nicht so gut behandeln und dass die nicht so viel von dem Geld abbekommen, was die letztlich verdienen und so. Das ist ja total traurig. Ich weiß halt nicht, wie das ist in dieser ganzen Pop-Industrie generell. Also ich meine jetzt in anderen Ländern, in Deutschland oder in Amerika, ob das vielleicht stimmt. einfach die Industrie an sich ist, die so hart ist. Ne? Kann ja auch sein, nur da ist halt nicht so viel bekannt darüber. In Korea ist halt einfach dieses ganze Trainee-Ding, was so lange dauert, ist ja so die Besonderheit. Ja, das sind nur einige der strengen Regeln, die K-Pop-Stars befolgen müssen und auch Trainees und auch Idols. Die werden halt sehr, sehr stark eingeschränkt und ja, ich finde es einerseits gut, dass das so langsam alles rauskommt und dass man auch... Dass man weiß das am Ende, ne? Ja, die haben halt ein sehr, sehr hartes Leben. Es ist nicht alles so, So rosa. wundervoll und es sieht immer so aus, als hätten die so ein perfektes Leben. Und in Weil Wahrheit, sie so perfekt aussehen. ja, aber in Wahrheit stecken da noch ganz viele andere Sachen hinter. Und ich hoffe, dass sich das ändern wird mit der Zeit. Ja, hoffentlich wird's, weil es ist wirklich eine harte Life, Ja. wenn es so weitergeht. Wirklich ein sehr hartes Leben und dass da vielleicht irgendwelche Gesetze rauskommen zum Schutz der Trainees. Und oder das wäre wirklich super. Und ja, ich hoffe, dass das halt irgendwann einfach eintritt und dass die Leute dann einfach nicht mehr so ausgenutzt werden teilweise auch, ne? Weil da steckt auch viel Ausbeutung dahinter und vielleicht auch leere Versprechungen, wenn man jetzt an so ein Label irgendwie trifft, was jetzt dir sagt, du wirst ein Superstar, aber das ist alles so, ich sag mal, die veräppeln dich oder die wollen einfach nur dich ausnutzen, Ja. stecken sich das ganze Geld ein und im Endeffekt wirst du da gar kein Star mit denen. Ne? Noch eine letzte Sache, die ich noch sagen wollte, ist, dass halt oft auch bekannt wird, dass K-Pop-Stars, die Ausländer sind, also die zum Beispiel aus anderen asiatischen Ländern kommen oder so, dass die auch immer wieder mit Rassismus zu kämpfen haben. Ne? Dass da halt entweder innerhalb der Gruppe das gesagt wird, du hast das nicht verdient, weil du nicht Koreaner bist, genau, oder dass halt teilweise Leute aus der Gesellschaft sagen, die haben das nicht verdient, K-Pop-Star zu sein. Ne? Das ist halt auch ein sehr, sehr großes Problem, weil es gibt ja zum Beispiel bei Blackpink ja. die Lisa, die ist ja aus Thailand. Ja. Und die hat halt auch in der Vergangenheit sehr viel mit Rassismus zu tun Hat sie gehabt. bestimmt immer noch, aber du hast ja Hater immer. Ja, klar, aber wenn das halt auf etwas
Also ich sag mal, wenn das Hater sind, die jetzt sagen, ich mag nicht, wie du singst oder ich mag nicht, wie du aussiehst. Das ist was anderes. Okay. Also ich mag dich nicht, weil du Thailänderin bist. Genau, weil daran kannst du nichts ändern. Du kannst dir nicht aussuchen, in welchem Land du geboren bist und welche Staatsbürgerschaft du hast. Das ist einfach etwas, du kommst damit auf die Welt im Endeffekt. Und ich sag mal so, die hat sich ja sehr, sehr stark angepasst. Die hat ja super schnell Koreanisch gelernt und kennt die ganzen Verhaltensregeln in Korea und so. Also ich würde schon sagen, dass die super integriert ist. Die muss ja auch weiter respektvoll wirken, ne? Ja, genau. Damit sie wirklich ernst genommen wird und so. Und das kann wirklich sehr schwer manchmal sein, wenn du solche Sachen hörst, ne? Kannst du manchmal nicht antworten, obwohl du möchtest das vielleicht sehr gerne. Und die müssen halt sehr, sehr stark auf ihr Image achten, ne? Weil wenn du was sagst, wird halt deine ganze Band, deine ganze Gruppe wird halt durch den Dreck gezogen. Ne? Deshalb muss man da schon sehr vorsichtig sein, was man generell sagt. Das war es eigentlich auch schon mit unserem Video. Strenge Regeln, die K-Pop-Stars beachten müssen oder K-Pop-Fakten. Und ja, das ist ein sehr trauriges Video geworden. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, schreibt in die Kommentare vielleicht, was ihr noch wisst über die K-Pop-Regeln, die wir vielleicht nicht erwähnt haben oder über die wir gar nicht wissen. Ja. Das würde uns sehr interessieren. Genau, teilt uns das gerne mit in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like. Abonniert auch bitte unseren Kanal. Dafür müsst ihr nur einen kleinen Knopf drücken. Es ist ganz, ganz leicht. Danke auch an alle, die uns schon abonniert haben. Das ist eine riesengroße Unterstützung für uns. Und wir hoffen, wir sehen euch im nächsten Video. Danke, Leute. Folgt uns auch auf Instagram. Dort laden wir viel öfter hoch. Auch Sachen, die man hier nicht sehen kann. Und dann sehen wir uns entweder dort oder im nächsten Video. Dankeschön. Danke. Tschüss. Bye, bye.